This is pivotal. We are at the forefront of transforming how the world's largest and most admired companies build and run software. We pioneered an agile methodology for developing modern software that helped build Silicon Valley's most iconic institutions in their formative years. We take the state of mind that gave rise to internet-based giants to better position businesses for the digital age. Our approach pairs modern agile methodology with next-generation cloud and big data technologies to optimize companies for agility so they can move at startup speeds. That means they're using software to continuously improve customer solutions, enter new markets, and shape the world. From personalized healthcare to networked industrial machines and connected cars. Pivotal, transforming how the world builds software. Erfolgreich macht und hoffentlich für Sie, ist, dass Sie etwas mitnehmen, wie die Digital Transformation bei anderen Firmen gemacht wird. Nutzen Sie nicht nur jetzt die Vorträge, sondern auch dann in den Pausen die Gespräche mit den verschiedenen Referenten. Mal schauen, ob ich das hier hinkriege. Wunderbar. Dieses Slide hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Die digitale Disruption ist da heute. Wir haben Firmen, die komplett die Businessmodelle verändern, die es heute am Markt gibt. Denken Sie an Uber. Jeder kennt Uber, nämlich an zwischenzeitlich. Wer von Ihnen ist schon mal Uber Pool gefahren? Der eine oder andere. Einfach nur faszinierend, wie Uber anfängt mit Uber, dann Uber X, dann Uber Pool. Das ist im Prinzip so, Uber ist die First Class, dann gibt es Uber X, das ist die Business. Und dann haben sie Uber Pool, das ist dann schon nicht mehr Premium Economy. Ich bin da auch schon mal gefahren, letztes Mal in San Francisco mit 4 Leuten in einem kleinen Auto. Aber es ist günstig. Ja? Und wie Sie sehen, nutzen die bestehende Plattform, die sie haben, um einfach weitere Angebote anzubieten. Phänomenal, wie die das machen. Alibaba, zwischenzeitlich der größte Händler, Online-Händler der Welt, Zero Inventory for Market Value. Airbnb, ich habe nur positive Erfahrungen gemacht mit Airbnb, ja, komplett neues Businessmodell, größte in der Hospitality-Industrie, Zero Inventory, Zero Houses. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet für die etablierte Industrie, die nicht auf einem Greenfield anfangen kann. Und diese Disruptoren werden die gesamten Businessmodelle in jeglicher Industrie verändern. Wir haben auf der einen Seite in der Finanzindustrie JP Morgan Chase, der gutste CEO von JP Morgan hat gesagt, Silicon Valley is coming and they all want to eat our lunch. Auf der anderen Seite sehen wir im Smart Home oder im Energy-Umfeld auf der einen Seite die etablierten Unternehmen, in Deutschland eine RWE, eine Evonik, vielleicht sogar auch eine Bosch, und dann sehen wir auf der anderen Seite die Newcomers, sei es eine Apple, sei es eine Google, und das sind auch jetzt zwischenzeitlich, und das sind die Disruptoren für mich, ja, die im Prinzip die angestammten Platzhirsche hier challengen. Dann haben wir in der Automobilindustrie, und wir können von jeder Industrie ein Beispiel nehmen, dann haben wir in der Automobilindustrie, wenn man an das Thema Uber denken, wenn man das Thema Waze, wenn das einer schon mal genutzt hat, einer meiner, ja, unser CEO und Präsident Bill Cook fährt einen wunderschönen Audi, ja, aber er hat gesagt, er nutzt das GPS-System nicht mehr, er nutzt nur noch Waze. Er lebt im Silicon Valley, Crowdsourcing, ja, er sagt, nächstes Mal kommt kein GPS mehr rein. GPS-System ist ein High-Margin-Business für jeden OEM, das heißt, hier werden ganz bewusst bestimmte Nischen herausgegriffen. Und wenn Sie dann jetzt sehen, ich habe jetzt bewusst mal Daimler mit Movil drin gelassen, das ist aber ein ganz kleiner Aspekt. Wichtig ist es, dass jeder dieser Firmen, dieser neuen Firmen, bestimmte Dinge hat, die ihn erfolgreich machen, diese Disruptoren. Das Allerwichtigste
ist wirklich die User Experience. Wenn Sie Ihr iPhone haben oder Ihr Android und Sie haben eine App, die Ihnen nicht gefällt, nutzen Sie die nie wieder. Wer von Ihnen kennt Vivino? Vivino, Weine? Wenn nicht, kann ich nur empfehlen, wer Rotwein mag, Weißwein mag, runterladen. Hervorragend, User Experience nutze ich immer wieder. Das ist eine App, die ist erfolgreich. Was die Firmen auch erfolgreich macht, diese Disruptoren, sei es eine Facebook, sei es eine Airbnb, eine Uber, sie haben eine hochskalierbare Plattform. Das andere ist, was das erlaubt, die hochskalierbare Plattform, ist eine Rapid Iteration. Das heißt, sie entwickeln Software, haben eine Idee morgen früh. In 2-3 Tagen ist es live, kann sogar schneller gehen. In 2-3 Tagen ist es live und in den Händen von einem Konsumenten, der Ihnen direkt Feedback gibt. Sie können das Feature dann rausnehmen oder erweitern. Und das ist das genau, was eine Amazon macht, was eine Facebook macht, dieses Ausprobieren dieser Innovation Culture. Das Ganze angereichert mit einer Big Data und Machine Learning Komponente. Wenn Sie Google fragen, die werden ganz einfach die Daten, die sammeln die Daten. Ja? Für was wir es brauchen, wissen Sie noch nicht. Die Algorithmen werden über die Zeit entwickelt und über Machine Learning verfeinert. Da hören Sie heute auch noch mehr. Und das in Kombination, das sind die disruptiven Business-Elemente. Jetzt kann man sagen, okay, sind wir jetzt hoffnungslos ausgeliefert, diesen Startups, oder Startups kann man jetzt an Facebook gar nicht mehr sagen, im Dialekt. Nee, sind wir natürlich nicht. Wir haben jetzt in Deutschland, und ich habe jetzt bewusst zwei Beispiele aus der Automobilindustrie herausgegriffen, das hatten wir letztes Jahr schon auch gezeigt. Mit Daimler haben wir die Mercedes-Me-Applikation gemacht. Daimler hat erkannt, dass sie an der Stelle etwas machen müssen, dass Software künftig Kernkompetenz des Unternehmens wird und die Kultur des Unternehmens verändern wird. Die andere Beispiel ist Volkswagen. Das war vor kurzem in der Presse, dass wir gemeinsam mit Volkswagen ein Labs haben in Berlin. Volkswagen ist genauso, da hört man noch nicht so viel drüber, aber Sie haben heute den Dr. Hoffmann da als Keynote-Speaker und dann hören Sie von ihm first hand, was Volkswagen da an der Stelle schon macht. Und ich muss sagen, sehr, sehr viele wirklich begeisternde Dinge, ist ein Vorreiter mit in der Automobilindustrie, wenn Sie sehen, was da passiert. Kurz zur Agenda. Wir haben heute Morgen, wie gesagt, 3 Keynote-Speaker, 2 Kunden, einen wirklich auch exzellenten Referent aus der Industrie. Wir haben dann im zweiten Teil, nach diesen Keynotes, haben wir 2 Tracks, Strategy Track und Technical Track. Strategy Track ist hier, Technical ist mehr drüben auf der, wo ist es genau, Face, wo bist du? Where's the? 2 rows down. Okay. 2 Türen weiter haben wir den Technical Track. Die Themen heute Morgen sind grundsätzlich trotzdem Thema Applikationsentwicklung, Cloud Native Development, Platform as a Service. Heute Mittag nach dem Lunch, was ca. 13 Uhr ist, werden wir danach mehr auf die Themen Big Data eingehen und wie die auch in Kombination mit den Plattformen dann Ihnen entsprechend, Ihnen und Ihren Kunden, für die Partner, die da sind, Mehrwerte bringen können. Dann, nach dem weiteren Break, werden wir noch ein paar Case Studies sehen und ich versuche dann im Laufe des Tages das, was wir gehört und gelernt haben, einfach zusammenzufassen und zu sagen, okay, vielleicht auch einen kleinen Dialog, ja, an der Stelle zu starten. Finding your way, da sind wir hier. You did a marvelous job again. Vielleicht einige Vorträge werden in Englisch sein, einige in Deutsch, aber ich gehe mal davon aus, dass das Zuhören kein Problem sein sollte da an der Stelle. Bitte nutzen Sie es, wenn es Ihnen gefällt, vor allen Dingen. Ja, die entsprechenden Hashtags sind auch auf den ganzen Agenda ausgelegt. Und dann, wir haben eine Bewertung Form. Kannst du das noch? Ja, genau. Diese Feedback-Form. Bitte nutzen Sie es. Ja. Wenn Sie es ausfüllen und entsprechend bei uns abgehen, können Sie so ein Airwheel gewinnen. Eine heiße Sache, ja. Also Segway ist gestern.
Und nutzen Sie auch, ich glaube, haben wir das, do we have this here now, or is it the Cloud Foundry book? It's the Cloud Foundry book. Wir haben noch zwei wirklich tolle kleine Booklets. Nutzen Sie es, nehmen Sie es mit. Wie migriere ich zu Cloud-Native-Anwendungen? Hervorragend geschrieben, das ist ein Kollege von mir in den USA, der das geschrieben hat. Unheimlich viel Anklang, gibt Ihnen Tipps, wie Sie auf der Reise starten können, dann auf der Cloud-Native-Reise. Und dann natürlich, vielen Dank an die Sponsoren. Auf der einen Seite natürlich die EMC, unsere Parent Company, dann die Hexat, Mimacom und die FME. Ganz herzlichen Dank für das Sponsoring dieses Events. Und damit möchte ich auch sofort weitergehen und das Wort übergeben an den Herrn Buse.